Hallo, mein Name ist Chris von Just2D Interactive, die Drover Forsaken entwickelt haben. Und ich dachte mir einfach mal, ich hole mal ein paar Leute aus dem Team raus. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, eine besondere Person für mich auf jeden Fall rauszuholen. Denn das ist Kai. Hallo, ich bin Kai. Mit Kai haben wir beide zusammen, haben damals mit Drover angefangen, denn die Folge heißt, und es steht ja auf meinem schönen Handy drauf, Drover, was ist das und wie kam es dazu? Denn es hat ja mit uns beiden angefangen, das ist ja jetzt ja schon sehr, sehr lange her, als wir beide das entwickelt haben. Deswegen ist meine erste Frage so an dich jetzt, was ist überhaupt Drover? Ja, Drover ist ein Open-World-Pixel-Art-Rollenspiel. Nein, das ist jetzt so ein bisschen so das Default-Ding, was ich auch am Stream erzähle. Aber im Großen und Ganzen wollten wir mal ein Rollenspiel machen. Und das ist im Endeffekt Drover geworden. Und was wir zu der Zeit sehr, sehr stark vermisst haben, als wir mit Drover angefangen haben, waren Spiele wie Gothic, die so ein bisschen dich nicht so sehr an die Hand nehmen, wenig Questmarker, du musst dich in der Welt orientieren und dadurch fühlte sich das Spiel sehr immersiv an. Und viele Spiele heutzutage haben für uns einen Flair, das sich nicht ganz so immersiv anfühlt, weil du hast Questmarker. Man muss nicht so viel nachdenken bei Spielen und das haben wir vermisst und das haben wir versucht mit Drover anders zu machen. Ich glaube, wir sagen immer so ganz gerne provokant, nicht Brain AFK, einfach so das Spiel genießen, sondern wirklich auch einfach die Welt entdecken, ne? Genau. Jetzt ist so die Frage, mit uns beiden hat es ja angefangen, ne? Wir sind ja das schöne Drover-Pärchen. Deswegen ist die Frage, wie hat es denn angefangen mit uns oder mit Drover allgemein dann eher? Also wir beide wir haben uns in der Uni kennengelernt, da hatten wir beide separate Spieleprojekte gemacht. Ich hatte ein Spiel für mich gemacht, Chris hatte war Johannes auch mit dabei? Nee. Okay, mit einem anderen Team so ein bisschen ein Spiel gemacht. Und da haben wir so, hey, cool, und dann sind wir auf einer Wellenlänge, haben so ein bisschen getalkt und dann festgestellt, dass wir auch beide zum Beispiel Gothic mögen und auch gemeinsam Kindheitsfreunde haben. Das ist auch ein cooleres so ein Fakt noch gewesen, den wir herausgefunden haben. Ja, und da hatten wir gemerkt, so, hey, es stimmt irgendwie, wir verstehen uns ganz gut und wollen wir nicht mal irgendwie so ein Rollenspiel machen, sowas wie Gothic. So hat das angefangen, das hat gefailt. Wir haben dann viele kleinere andere Projekte gemacht, Richtung Roguelikes und so weiter und dann einige Jahre später haben wir uns nochmal gedacht, so, ist wieder an der Zeit, entweder machen wir jetzt nochmal ein kleines Spiel oder wollen wir vielleicht mal doch wieder versuchen, ein Rollenspiel zu machen. Und das war dann der Start von Drover. Das ist jetzt mittlerweile 5, 6 Jahre her. Ich bin immer ein bisschen schlecht mit Zeit, aber so. Ja, ich glaube, da haben wir auch immer unterschiedliche Zeiten genannt. Ja, genau. Weil wir selber gar nicht so wissen, man kann es ja auch nicht sagen, dann fing es halt an, ne? Ja. Denn am Anfang, was du ja meintest, war es auch nur ein Gedanke im Kopf. So, das war ja gar nicht irgendwie ein Plan dahinter. Das war ja einfach, keine Ahnung, wir haben auch keinen Plan so richtig gemacht. Wir haben einfach drauf losentwickelt. So, hey, das ist cool, oh ja, das war doch cool so. Und dann haben wir das gemacht, ne? Und da ist so die Frage, aber irgendwann haben wir es ja ein bisschen konkreter doch gemacht und dann ist die Frage, wie war so das Vorgehen? Also was haben wir denn so gemacht, was war unser Plan? Oder war wirklich unser Plan nur so Brain AFK, auch das Spiel zu designen? Oh, du fragst mich was schon sehr lange her natürlich. Ich glaube, initial haben wir es schon so ein bisschen einfach so, hey, was finden wir cool? Und dann haben wir immer so ein bisschen was eingebaut. Natürlich haben wir auch geplant und designt und so weiter, aber es war nicht so gemanagt, sage ich mal. Und das haben wir so ein bisschen gemacht und das lief auch ganz gut. Wir haben ja in Magdeburg so einen kleinen Preis damit dann auch gewonnen. Und dann haben wir aber festgestellt, hey, da sind auch noch weitere Leute, so Pixelart waren wir nicht so ganz gut dabei und da haben wir dann Julian kennengelernt, der dann Pixelart für uns gemacht hatte. Johannes ist dann noch mit dazugekommen und ich glaube, im Zweierteam war es noch okay, das ein bisschen unorganisierter zu machen und dann, als die beiden dazugekommen sind, ist es dann immer organisierter geworden, weil immer mehr Leute drin waren. Ja. Und dann haben wir Dokumente ausgearbeitet, haben wir Ideen gebrainstormt und haben es dann immer weiter iteriert, immer weiter verfeinert, dann sind noch ein paar Leute dazugekommen und so ist es dann immer organisierter geworden und professioneller, sage ich mal auch. Ja, Stück für Stück halt, ne? Also, genau. Wenn man mal guckt, wir haben auch sehr viele Fails gehabt dabei, muss man auch sagen. Da hat was nicht funktioniert, da mussten wir es anders machen. Aber es hat sich für mich nie wie so ein Fail angefühlt, sondern eher wie eine Iteration, haben wir es auch immer so intern genannt. Weil wir ja wussten, dass wir es noch nicht perfekt können, weil wir waren ja noch Anfänger. Also wir hatten ja keine Ahnung, was wir da so übertrieben machen. Und man hat es für Stück halt gelernt, ne? Und dann kam ja Drover irgendwie. Das ist ja auch eine gute Frage, was auch sehr viele stellen, weil wir probieren ja eure Fragen auch hier zu beantworten, die ihr uns hier stellt. Deswegen schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aber natürlich die Hauptfrage, die immer wieder gestellt wird, ist, warum der Name Drover? Also was bedeutet der Name Drover? Weil, so wie du jetzt gemeint hast, wir haben ein Vorgehen, wir waren ja super systematisch dann ja auch irgendwann, ne? Und dann muss ja auch irgendwie Drover eine komplett krasse Story haben, was die Bedeutung dahinter ist, ne? Und die Frage fragst du mich, obwohl der Name von dir kommt. Ja, also die Story ist im Endeffekt, wir hatten am Anfang viel mehr Platzhaltern gehabt. Wir hatten so eine Story, hey, X hat Y gesagt und Z hat dann das getan und irgendwann haben wir festgestellt, irgendwie lässt sich das dann mal nicht schön arbeiten. Also haben wir so Platzhalternamen überlegt für diese Konstellation der Story oder der Hintergrundgeschichte. Und wir wollten initial so eine Gottheit haben, die quasi so ein bisschen so die Entstehungsgeschichte erklärt. Und die brauchte dann einen Namen. Chris lag abends im Bett und dachte sich, aus welchen Gründen auch immer, Drover. Sternchen dahinter, bitte Namen ändern, das ist noch ein Platzhalter. Haben wir dann nie gemacht. Ja. Und so entstand der Name und
Irgendwann ist Drover allerdings von einer Gottheit zu dem Land, wo unser Spiel spielt, dann quasi verändert worden. Ich kam da raus, weil bei der Vision-Demo, so heißen wir damals die Version, die allererste Version, die es von Drover gab, das war 2021, da hieß die Welt oder die Stadt Draheim. Und deswegen kam ich auf Drover. So, Draheim, Drover, so ist er sehr nah. Und wir fanden das damals so witzig, weil die englischsprachigen Leute konnten Draheim nicht aussprechen. Immer Draheim. Genau, und deswegen, das fand ich so lustig, dass es so im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen haben wir es auch nicht Draheim genannt. Sonst, den Namen fand ich sonst auch ganz cool. Ja. Was für mich jetzt, oder was jetzt eine Frage ist, die daraus resultiert, die ich persönlich auch sehr spannend finde. Damals war es so, du hast erzählt, du hast ein eigenes Projekt gemacht, das hieß damals der Seabreaker. Das war so dein erstes großes Projekt, würde ich mal so sagen, was du selber ja angegangen bist. Und ich hatte ja auch meine Projekte, ne? Warum hast du nicht alleine weitergemacht? Es gibt ja auch ganz viele Solo-Devs, die man kennt, Stardew Valley. Minecraft initial, aber ja, gibt es schon ein paar Solo. Genau, warum hast du nicht alleine weitergemacht? Also du hättest ja, weil du warst ja auch schon auf einem guten Weg, weil Seabreaker war echt schon ein cooler Prototyp. Also ich denke, hat auch schon ein gutes Level gehabt. Natürlich ist es ein Solo-Mann-Projekt, muss man auch immer wieder betrachten. Aber es war schon, könnt ihr auch übrigens spielen, das gibt es bei HIO, könnt ihr euch gerne angucken. Warum hast du da nicht alleine einfach weitergemacht? Also das habe ich auch eine ganze Zeit lang. Und ich bin dann irgendwann in diesen Mut verfallen, weil es war auch, was Chris gerade meinte, mein erstes Projekt und ich hatte echt viel Scheiße programmiert und viel Scheiße eingebaut und das war echt kein schönes Projekt, um weiterzumachen. Und deswegen hatte ich mir nicht dann irgendwann hingesetzt und habe angefangen, das Spiel quasi komplett von Basic auf neu zu programmieren. Und ihr glaubt gar nicht, wie schnell die Motivation dann fehlt, da weiterzumachen und Dinge einzubauen, die man eigentlich schon mal hatte. Und das habe ich aber so ein bisschen gemacht und so weiter und so fort. Und mit Chris hatte ich zu dem Zeitpunkt schon mit dem Gothic angefangen, was wir dann hingeschmissen hatten. Und dann gab es wieder den Game Award in unserer Heimatstadt. Und ich wollte, glaube ich, kein neues Projekt alleine anfangen für den Game Award, hatte aber Bock für den Game Award etwas zu machen. Und bin dann auf Chris zugekommen und meinte, hey, hast du nicht Bock, wollen wir nicht für den Game Award irgendwie ein Spiel machen? Das ist dann Corp Crawler geworden. Könnt ihr auch spielen bei HIO? Auch sehr stolz, aber ich bin wirklich sehr stolz, aber das Projekt ist sehr, sehr cool geworden. Ja. Und so hat sich das auch organisch entwickelt. Also ich habe dann mit Chris dieses Spiel gemacht und seitdem haben wir zusammen Spiele entwickelt. Das ist, glaube ich, so die Antwort eigentlich. Du hast jetzt also gemeint, so Refactoring, das hatte ich dann so ein bisschen rausgehauen, ne? Wenn man jetzt auf Drover mappt, sag ich mal, wo waren da jetzt, sage ich mal, bei der Entwicklung die größten Probleme, die du gesehen hast oder die da waren? Also es gab natürlich zu jeweils den Zeitpunkt, weil man ein Problem, was man hatte, so ein bisschen das Größte und es kamen dann zum späteren Zeitpunkt nochmal andere Probleme, die nochmal größer waren. Aber ich glaube, einige Punkte, die für mich hängen geblieben sind, war unser Jiva-System, was wir für die Vision-Demo hatten. Auch einfach von deinem Feedback. Also das war so ein bisschen das System, um den State der Welt zu definieren. Sage ich mal, wer hat wem was gesagt, welche Info weiß ich eigentlich als Spieler, wann triggert irgendwie wie eine Quest, wie ist das so alles miteinander verzahnt und da war die Übersicht sehr schwierig. Da kann man sich ja so vorstellen, müsst ihr euch vorstellen, 0 oder 1. So für alle States, die es gibt. Ich habe mit NPC A gesprochen, 0 oder 1. Also habe ich oder nicht, so eine Richtung. Und das baut so müsst ihr euch vorstellen, gibt es 10.000 Stück von diesen Jivas und darauf baut halt alles so auf. So. Genau, und es war sehr schwierig, die so ein bisschen zu managen, die Übersicht zu behalten. Und das war, glaube ich, so mein erster Stolperstein, wo ich dachte, wie machen wir das so ein bisschen am besten? Haben wir auch ein ganz cooles System hinbekommen, das hat dann wieder ganz gut funktioniert. Ich glaube, der nächste Stolperstein war dann so ein bisschen, es gab viele, ich glaube, ich erinnere mich auch nicht an alle. Ich glaube, der größte im Endeffekt aber ist die Open World. Wie werden Assets reingestreamt, wie werden sie rausgeladen, wie arbeitet man in der Open World? Und dann auch ganz am Ende einfach tatsächlich die Performance von diesem ganzen Konstrukt, von diesem System, damit es auf der Switch flüssig läuft, keine Lags hat. Aber auch, dass man im Editor gut arbeiten konnte, hat mir sehr viel Stolpersteine. Du hast 2 Minuten gewartet, bis das Spiel gestartet hat. Oder ja, die Open World, der Workflow und dann aber auch die Performance zur Laufzeit waren dann, glaube ich, die größten Dinge. Und in dem Zusammenhang dann das Porting halt für die Switch, was aber eigentlich primär darauf bestand, wie kriegen wir unser Spiel möglichst performant hin, damit es darauf läuft. Und nicht spezifisch Anforderungen von der Switch. Da gibt es auch noch ein eigenes Video, wenn wir über Open World mal ein bisschen expliziter reden. Okay, Kai, letzte Frage, weil es gibt ja immer so diese Quizfragen hier am Ende, müsst ihr euch vorstellen. Das sind die Quizfragen. Die Quizfragen sind eine Frage, die ich dir stelle, die ein bisschen fies ist. Okay. Oder ein bisschen so ist, wo du auch 10 Sekunden Zeit hast und sofort antworten sollst, also nicht lange quasseln, sondern einfach mal sagen. Wenn du einen Charakter in Drover erstellst, Bodytyp 1 oder 2, warum? 1, weil Default. Okay, Dankeschön, Freunde. Wenn euch das gefällt, schreibt bitte Fragen runter, macht ein Like oder abonniert. Wir werden mehr dieser Videoformate hochladen, wo wir eure Fragen probieren zu beantworten. Deswegen, wir freuen uns drauf. Damit bin ich raus. Tschüss. Und das letzte Wort geht natürlich an. Macht's gut. Kai, bis zum nächsten Mal. Das war ein komischer Pass. Macht's gut. Ciao. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.